Lektion 1: Hobbys und Freizeit. Hallo Anna, wie geht's dir? Hallo John, mir geht es gut. Wie steht's mit dir? Ich habe in letzter Zeit meine Freizeit genossen. Das ist großartig. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich mag Fotografie sehr. Es ist eine großartige Möglichkeit, mich auszudrücken. Fotografieren klingt faszinierend. Hast du ein Lieblingsfach? Ich liebe es, Landschaften und Natur einzufangen. Die Farben sind so lebendig. Das kann ich mir vorstellen. Es muss auch schön sein, Zeit in der Natur zu verbringen. Unbedingt. Es ist gut, Zeit für sich selbst zu haben und die Natur zu genießen. Ich stimme voll und ganz zu. Ich lese gerne Bücher, um mich zu entspannen und abzuschalten. Lesen ist ein wunderbares Hobby. Welche Genres liest du normalerweise? Ich mag Kriminalromane und historische Romane. Sie entführen mich in verschiedene Welten. Das klingt faszinierend. Irgendwelche besonderen Buchempfehlungen? The Da Vinci Code von Dan Brown und Pride and Prejudice von Jane Austen sind Pflichtlektüren. Ich werde sie mir auf jeden Fall ansehen. Danke für die Empfehlungen. Du bist willkommen. Es ist immer schön, unsere Hobbys und Interessen zu teilen. Das ist es auf jeden Fall. Es ist eine großartige Möglichkeit, voneinander zu lernen und neue Dinge zu entdecken. Lektion 2: Künstlerische Inspiration. Hey Anna, hast du Lieblingskünstler, die deine Arbeit inspirieren? Hallo John, absolut. Ich bin wirklich von Vincent van Gogh inspiriert. Van Goghs Arbeit ist wirklich bemerkenswert. Was findest du inspirierend an ihm? Seine Verwendung lebendiger Farben und ausdrucksstarker Pinselstriche faszinieren mich. Ich stimme zu. Seine Bilder rufen so viel Emotion und Energie hervor. Genau. Es ist unglaublich, wie er seine Gefühle durch Kunst vermitteln konnte. Van Goghs Lebensgeschichte ist auch ziemlich faszinierend, findest du nicht? Oh, auf jeden Fall. Seine Beharrlichkeit und Hingabe an sein Handwerk sind inspirierend. Es ist beeindruckend, wie er trotz zahlreicher Herausforderungen weitermalte. Absolut. Seine Leidenschaft für Kunst zeigt sich in jedem Pinselstrich. Gibt es bestimmte Van Gogh-Gemälde, die Sie besonders inspirierend finden? Starry Night und Sunflowers sind zwei meiner absoluten Favoriten. Das sind ikonische Stücke. Sie haben eine zeitlose Qualität. Ja, sie sind zu Symbolen von Van Goghs Genie und künstlerischer Vision geworden. Van Goghs Einfluss zeigt sich auch heute noch in den Werken so vieler Künstler. Das ist wahr. Sein Vermächtnis inspiriert weiterhin Künstler auf der ganzen Welt und findet bei ihnen Anklang. Es ist erstaunlich, wie Kunst die Zeit überschreiten und die Seele der Menschen berühren kann. Absolut. Kunst hat die Macht, Emotionen hervorzurufen und Gedanken hervorzurufen. So wahr. Es ist wunderbar, sich von den Werken großer Künstler wie Van Gogh inspirieren zu lassen.
Es beflügelt definitiv meine eigene Kreativität und spornt mich an, neue Ideen zu entdecken. Das ist fantastisch. Lasse diese Inspiration weiterhin in deine eigene Arbeit einfließen. Lektion 3: Tartans und schottische Clans. Hey Anna, wusstest du, dass der gemusterte Stoff, der in den schottischen Highlands getragen wird, Tartan heißt? Hallo John, ja, das ist mir bewusst. Tartans sind sehr markant und wunderschön. Unbedingt. Jeder Clan in den schottischen Highlands hat seinen eigenen Tartan. Das ist faszinierend. Das Schottenmuster steht also für die Identität der Clans? Ja, genau. Es ist eine Möglichkeit für Clans, sich von anderen abzuheben und ihr Erbe zu zeigen. Ich liebe es, wie die verschiedenen Farben und Muster in einem Schottenmuster zusammenkommen. Es ist wirklich ein Kunstwerk. Tartans haben eine reiche Geschichte und kulturelle Bedeutung. Kennen Sie berühmte schottische Clans? Der MacGregor-Clan und der Campbell-Clan gehören zu den bekanntesten. Interessant. Tragen die Leute heute noch Schottenmuster? Unbedingt. Schottenmuster werden immer noch zu besonderen Anlässen und Veranstaltungen getragen. Das ist toll zu hören. Es bewahrt die Tradition und hält die Kultur am Leben. In der Tat. Es ist wunderbar zu sehen, wie Traditionen über Generationen weitergegeben werden. Ich kann mir vorstellen, wie stolz die Leute sind, wenn sie den Tartan ihres Clans tragen. Auf jeden Fall. Es ist ein Symbol für Zugehörigkeit und Verbundenheit zu ihren schottischen Wurzeln. Ich bin inspiriert, jetzt mehr über die schottische Kultur und Geschichte zu erfahren. Das ist fantastisch. Schottland hat in Bezug auf das Erbe so viel zu bieten. Ich werde auf jeden Fall mehr über Tartans und schottische Clans erfahren. Es ist faszinierend. Ich freue mich, das zu hören. Lassen Sie uns verschiedene Kulturen begrüßen und unser Wissen erweitern. Lektion 4: Exotische Eiscremearomen. Hey Anna, hast du schon einmal exotische Eissorten probiert? Hallo John, absolut. Ich habe einige einzigartige probiert, die wirklich köstlich waren. Das klingt faszinierend. Ich bin gespannt, wie abenteuerlustig bist du, wenn es um Eiscreme geht? Oh, ich probiere gerne neue Geschmacksrichtungen aus. Es ist wie ein kulinarisches Abenteuer in einem Kegel. Das ist fantastisch. Was ist der einzigartigste Geschmack, den du je hattest? Ich habe einmal Lavendel-Honigeis probiert. Die floralen Noten waren überraschend herrlich. Lavendel und Honig? Das ist eine interessante Kombination. Ich wette, es war lecker. War es? Die Aromen waren einzigartig und ergänzten sich perfekt. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Gibt es noch andere ungewöhnliche Geschmacksrichtungen, auf die Sie gestoßen sind? Ich habe auch einmal eine Kugel Balsamico-Eis gegessen. Es war überraschend gut. Balsamico-Essig? Das ist unerwartet, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine angenehme Wendung sein könnte. Absolut. Der würzige Geschmack verlieh der cremigen Eiscreme ein erfrischendes Element. Es ist erstaunlich,
wie Eiscreme in so kreative kulinarische Kreationen verwandelt werden kann. In der Tat. Eiscrememaschinen erweitern ständig die Grenzen der Geschmackskombinationen. Ich bin inspiriert, über die traditionellen Geschmacksrichtungen hinauszugehen und selbst etwas Neues auszuprobieren. Das ist der Geist. Es gibt eine ganze Welt von Eissorten, die darauf warten, entdeckt zu werden. Absolut. Es ist wie ein ganz neues Universum von Geschmackserlebnissen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns gemeinsam den Geschmack von Eiscreme erkunden. Klingt nach einem Plan. Auf die Erweiterung unseres Eiscreme-Horizonts. Prost darauf. Lassen Sie uns die süßen Wunder der Welt der gefrorenen Desserts genießen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welchen einzigartigen Aromen wir unterwegs begegnen werden. Ich auch. Es wird eine köstliche und aufregende Reise. In der Tat. Lassen Sie uns unseren Gaumen befriedigen und herrliche Erinnerungen schaffen. Lektion 5. Neue Hobbys ausprobieren. Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, ein neues Hobby auszuprobieren? Hallo John, absolut. Das Erkunden neuer Hobbys kann eine großartige Möglichkeit sein, unseren Horizont zu erweitern. Das ist wahr. Ich habe darüber nachgedacht, mit dem Fotografieren zu beginnen. Es scheint faszinierend. Fotografieren ist ein wunderbares Hobby. Du kannst schöne Momente festhalten und deiner Kreativität freien Lauf lassen. Ich habe schon immer atemberaubende Fotos bewundert. Es wäre toll, meine eigenen zu erstellen. Absolut. Und mit moderner Technologie ist der Einstieg einfacher als je zuvor. Das ist ermutigend. Vielleicht investiere ich in eine gute Kamera und fange an, die Grundlagen zu lernen. Das klingt nach einem großartigen Plan. Sie können mit verschiedenen Techniken und Themen experimentieren. Ich freue mich über die Möglichkeiten. Wer weiß, vielleicht stelle ich eines Tages sogar meine Fotos aus. Das wäre fantastisch. Es ist erfüllend, Ihrer Leidenschaft nachzugehen und Ihre Arbeit zu präsentieren. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, Hobbys zu finden, die uns Freude bereiten und es uns ermöglichen, uns auszudrücken. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Hobbys helfen uns, abzuschalten, neue Fähigkeiten zu erlernen und verborgene Talente zu entdecken. Apropos Hobbys, hast du in letzter Zeit etwas Neues ausprobiert, das dir Spaß macht? Ja, ich habe angefangen, Gitarre spielen zu lernen. Es ist herausfordernd, aber unglaublich lohnend. Das ist beeindruckend. Ein Musikinstrument zu spielen kann eine lebenslange Quelle der Freude sein. Absolut. Es ist eine wunderbare Art, sich zu entspannen und wunderschöne Melodien zu kreieren. Ich könnte auch erwägen, ein Instrument zu lernen. Musik hat mich schon immer fasziniert. Das ist eine tolle Idee. Sie können mit etwas Einfachem beginnen und Ihre Fähigkeiten schrittweise ausbauen. Ich werde mir das auf jeden Fall ansehen. Es wäre toll, eines Tages meine Lieblingslieder zu spielen. Ich bin sicher, du wirst es großartig machen. Der Schlüssel ist, den Prozess zu genießen und hartnäckig zu sein. Danke für die Ermutigung. Ich fühle mich jetzt inspiriert, neue Hobbys zu entdecken. Lektion 6. Anfrage zum Wäscheservice. Hey Anna,
Ich wollte dich schon lange nach dem Wäschereiservice in unserer Nachbarschaft fragen. Hallo John, was möchtest du wissen? Ich könnte vielleicht helfen. Ich habe gehört, dass Sie Abholung und Lieferung anbieten. Haben Sie Ihren Service schon einmal ausprobiert? Ja, habe ich. Ich fand es sehr praktisch, besonders in geschäftigen Wochen. Das klingt großartig. Ist Ihre Preisgestaltung angemessen? Ich möchte sicherstellen, dass es zu meinem Budget passt. Ich habe nachgesehen und der Wäscheservice ist preiswert. Es ist wettbewerbsfähig mit anderen Optionen. Das ist gut zu wissen. Ich möchte kein Vermögen für Wäsche ausgeben, aber trotzdem hochwertigen Service bekommen. Absolut. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Erschwinglichkeit und guten Ergebnissen zu finden. Behandeln Sie verschiedene Arten von Kleidung, wie empfindliche Stoffe oder spezielle Pflegeprodukte. Ja, das tun sie. Sie haben spezielle Anweisungen für empfindliche Kleidungsstücke und bieten spezielle Pflegeoptionen. Das ist beruhigend. Ich habe ein paar Dinge, die schonend behandelt werden müssen. Sie achten auf Details und befolgen alle spezifischen Anweisungen, die sie geben. Hervorragend. Was ist mit der Bearbeitungszeit? Wie schnell geben Sie die gereinigte Kleidung zurück? In der Regel dauert es etwa 2 bis 3 Tage. Sie bemühen sich, effizient zu sein und Termine einzuhalten. Das ist vernünftig. Das werde ich bei der Planung meines Waschplans berücksichtigen. Es ist immer gut, im Voraus zu planen, besonders wenn Sie dringend Kleidung benötigen. Stimmt. Ich werde es versuchen und sehen, wie es läuft. Danke für die Information. Du bist willkommen. Ich hoffe, der Wäscheservice entspricht Ihren Erwartungen. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Es ist schön, Empfehlungen von jemandem zu haben, der es versucht hat. Ich freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben. Das werde ich tun. Nochmals vielen Dank und einen schönen Tag. Lektion 7: Kurzurlaub an der Küste. Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, einen Kurzurlaub an der Küste zu machen? Hallo John, das klingt faszinierend. Ich liebe die Idee, am Meer zu sein. Es ist ein wunderbares Erlebnis. Wir können uns mit frischen Meeresfrüchten verwöhnen lassen und die atemberaubende Aussicht genießen. Das klingt himmlisch. An welches Küstenziel denken Sie? Ich habe großartige Dinge über eine bezaubernde Stadt namens Sis-Ide Cove gehört. Sie ist bekannt für ihre Strände. Sis-Ide Cove klingt perfekt. Ich kann mir das beruhigende Geräusch der Meereswellen bereits vorstellen. Absolut. Es ist ein großartiger Ort, um sich zu entspannen, abzuschalten und die Küstenatmosphäre zu genießen. Ich freue mich über die Aussicht, die lokale Küche zu erkunden. Meeresfrüchte sind mein Favorit. Du wirst dich verwöhnen lassen. Sis-Ide Cove ist bekannt für seine köstlichen Fischgerichte. Das ist fantastisch. Ich kann mir schon vorstellen, köstliche Krabben und Hummer zu genießen. Liebhaber von Meeresfrüchten werden nicht enttäuscht sein. Die Aromen sind frisch und einfach unglaublich.
Ich kann es kaum erwarten, alles auszuprobieren. Gibt es noch andere Attraktionen oder Aktivitäten in Zizide Cove? Ja, es gibt viel zu tun. Sie können auf malerischen Küstenwegen wandern oder Surfen ausprobieren. Das klingt nach einer Menge Spaß. Ich wollte schon immer mal Surfen ausprobieren. Es steht auf meiner Bucketlist. Zizide Cove ist ein großartiger Ort für Anfänger. Die Wellen eignen sich zum Lernen. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Surfen inmitten einer wunderschönen Umgebung klingt wie ein Traum. Es ist ein aufregendes Erlebnis. Sie werden eine aufregende Verbindung mit dem Meer spüren. Ich stelle mir schon vor, wie ich Wellen fange und den Adrenalinrausch spüre. Zizide Cove bietet auf jeden Fall die perfekte Kulisse für unvergessliche Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten, Erinnerungen zu sammeln und atemberaubende Fotos von der Küste zu machen. Sie werden endlose Möglichkeiten für atemberaubende Fotos haben. Die Schönheit der Natur ist reichlich vorhanden. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, neue Orte zu erkunden und in die Wunder der Natur einzutauchen. Reisen ermöglicht es uns, unseren Horizont zu erweitern und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Das ist wahr. Lassen Sie uns unseren Kurzurlaub an der Küste planen und das Beste aus dieser Gelegenheit machen. Absolut. Lassen Sie uns den Charme der Küste genießen und unvergessliche Erinnerungen schaffen. Lektion 8: Hotelausstattung. Hey Anna, hast du das Hotel gesehen, in dem wir während unserer Reise übernachten werden? Hallo John, ja, ich habe es mir angesehen. Es scheint viele Annehmlichkeiten zu bieten. Das ist toll zu hören. Ich glaube, Sie haben einen Pool. Ich genieße immer ein erfrischendes Bad. Ja, Sie haben einen Pool. Es ist perfekt zum Entspannen und Abkühlen nach einem langen Tag. Mir ist auch aufgefallen, dass Sie ein kostenloses Frühstück anbieten. Das ist ein netter zusätzlicher Bonus. Absolut, den Tag mit einem guten Frühstück zu beginnen ist immer ein Plus. Das spart auch Zeit. Und es sieht so aus, als hätten Sie ein Fitnesscenter. Ich kann mit meiner Trainingsroutine Schritt halten. Das ist praktisch. Sie müssen Ihre Fitnessziele nicht verpassen, während wir weg sind. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, aktiv zu bleiben, auch wenn wir im Urlaub sind. Ich stimme zu. Es ist schön, dass das Hotel Optionen bietet, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Mir ist aufgefallen, dass für das Parken eine zusätzliche Gebühr anfällt. Es sind zusätzliche $30 pro Nacht. Das klingt vernünftig. Es ist üblich, dass in Stadthotels Parkgebühren anfallen. Es stimmt, es ist gut, es vorher zu wissen, damit wir es in unser Budget einbeziehen können. Absolut. Eine vorausschauende Planung hilft uns, unerwartete Ausgaben zu vermeiden. Das Hotel bietet auch einen Zimmerservice. Das kann bei nächtlichen Heißhungerattacken praktisch sein. Das ist wahr. Manchmal möchten Sie nach einem langen Tag voller Entdeckungen einfach nur in Ihrem Zimmer entspannen. Exakt. Es ist schön, die Möglichkeit zu haben, eine Mahlzeit zu genießen, ohne den Komfort unseres Zimmers zu verlassen. Mir ist aufgefallen, dass Sie auch ein Business Center haben.
Es ist nützlich, wenn wir irgendwelche Arbeiten erledigen müssen. Das ist praktisch. Es ist immer gut, bei Bedarf Zugriff auf Ressourcen zu haben. Es scheint, als hätte das Hotel darüber nachgedacht, seinen Gästen eine Vielzahl von Annehmlichkeiten zu bieten. Auf jeden Fall. Es zeigt, dass sie den Komfort und die Bequemlichkeit ihrer Gäste schätzen. Ich freue mich auf unseren Aufenthalt dort. Es scheint eine gute Wahl zu sein. Ich auch. Ich glaube, wir werden eine komfortable und angenehme Erfahrung haben. Lektion 9: Abenteuerausrüstung. Hey Anna, hast du alles eingepackt, was wir für unser Abenteuer benötigen? Hallo John, ich glaube schon. Ich habe darauf geachtet, warme Kleidung und Wanderschuhe einzupacken. Das ist wichtig. Die Nächte können kühl werden, besonders in den Bergen. Absolut. Wir wollen bei kaltem Wetter nicht unvorbereitet erwischt werden. Hast du daran gedacht, eine wasserdichte Jacke mitzubringen? Während unserer Wanderung könnte es regnen. Ja, ich habe eine wasserdichte Jacke eingepackt. Es hält uns trocken, wenn das Wetter umschlägt. Tolles Denken. Es ist immer gut, auf unerwartete Regenschauer vorbereitet zu sein. Ich habe auch einen stabilen Rucksack eingepackt. Wir können unser Nötigste mitnehmen und organisiert bleiben. Das ist klug. Ein zuverlässiger Rucksack ist für ein komfortables Wandererlebnis unerlässlich. Ich habe einen Hut und eine Sonnenbrille mitgebracht, um uns vor der Sonne zu schützen. Exzellente Idee. Sonnenschutz ist besonders bei langen Stunden im Freien von entscheidender Bedeutung. Ich habe ein Erste-Hilfe-Set für den Fall von leichten Verletzungen während unserer Wanderung mitgeliefert. Das ist eine verantwortungsvolle Entscheidung. Sicherheit sollte immer oberste Priorität haben. Ich habe ein paar Energieriegel und Wasserflaschen eingepackt, um uns mit Energie und Feuchtigkeit zu versorgen. Gute Überlegung. Es ist wichtig, beim Wandern mit Energie versorgt zu bleiben und viel Wasser zu trinken. Ich habe auch eine Karte und einen Kompass mitgebracht, falls wir auf unbekannten Pfaden navigieren müssen. Das ist klug. Es ist wichtig, zuverlässige Werkzeuge zu haben, um uns in der Wildnis zurechtzufinden. Ich habe eine Kamera eingepackt, um die atemberaubenden Aussichten und Erinnerungen an unser Abenteuer festzuhalten. Das ist fantastisch. Wir werden auf unsere Reise zurückblicken und sie mit anderen teilen können. Ich dachte daran, zusätzliche Batterien und ein tragbares Ladegerät für unsere elektronischen Geräte mitzubringen. Kluger Schachzug. Es ist immer gut, eine Notstromversorgung für unsere Geräte zu haben. Ich habe auch eine Pfeife und eine Taschenlampe für Notfälle eingepackt. Hervorragend. Das sind wichtige Instrumente, um Aufmerksamkeit zu erregen und uns den Weg zu ebnen. Zum Schluss habe ich eine kleine Decke eingepackt. Es wäre schön, einen gemütlichen Ort für Picknicks oder Pausen zu haben. Das ist eine durchdachte Ergänzung. Eine Decke macht unsere Pausen im Freien komfortabler. Ich denke, wir sind gut vorbereitet für unser Abenteuer. Machen wir das Beste daraus. Absolut. Mit unserer Ausrüstung sind wir bereit für ein unvergessliches Erlebnis. Lektion 10: Die Legenden der Niagarafälle.
Hey Anna, hast du von den Legenden und Geschichten gehört, die mit den Niagarafällen verbunden sind? Hallo John, ja, ich finde sie faszinierend. Es gibt eine besondere Legende namens die Jungfrau des Nebels. Das klingt faszinierend. Was ist die Geschichte hinter der Legende die Jungfrau des Nebels? Es geht um eine indianische Prinzessin, die sich opferte, um die Geister der Wasserfälle zu besänftigen. Das ist eine starke Geschichte. Legenden haben oft eine tiefe kulturelle und historische Bedeutung. Absolut. Sie geben einen Einblick in die Überzeugungen und Traditionen verschiedener Kulturen. Ich habe eine andere Legende über einen Mann gehört, der überlebt hat, als er die Wasserfälle in einem Fass überquerte. Ja, das ist die Geschichte von der Draufgänger von den Niagarafällen. Es ist ziemlich gewagt und riskant. Es erfordert viel Mut und Abenteuerlust, ein solches Kunststück zu versuchen. Auf jeden Fall. Diese Legenden erinnern uns an die beeindruckende Kraft und Schönheit der Wasserfälle. Ich habe auch Geschichten über Menschen gehört, die versteckte Schätze unter den Wasserfällen gefunden haben. Ja, es gab Geschichten über verlorene Artefakte und Wertsachen, die über die Wasserfälle gefegt wurden. Es ist wie eine Schatzsuche, die darauf wartet, geschehen zu können. Die Wasserfälle bergen viele Geheimnisse. Absolut. Die Erkundung der Geschichte und der Legenden verleiht dem Erlebnis eine zusätzliche Faszination. Ich wollte schon immer eine Bootsfahrt mit der Might of the Mist machen. Es muss berauschend sein. Es ist ein ikonisches Erlebnis. Den Wasserfällen ganz nah kommen und ihre immense Kraft spüren. Ich kann mir den Nebel und das donnernde Geräusch des Wassers vorstellen. Es muss unvergesslich sein. Es ist definitiv ein unvergesslicher Anblick. Die schiere Kraft und Schönheit der Natur von ihrer besten Seite. Ich freue mich darauf, die Niagarafälle zu besuchen und in ihre reiche Geschichte und Legenden einzutauchen. Es wird eine unvergessliche Reise. Wir werden unsere eigenen Geschichten und Erinnerungen kreieren. Absolut. Lassen Sie uns die Magie der Niagarafälle genießen und das Beste aus unserer Zeit dort machen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lass uns in die Legenden eintauchen und unser eigenes Abenteuer gestalten. Es wird eine Erfahrung fürs Leben sein. Ich kann es kaum erwarten, alles mit dir zu sehen. Ebenso. Unsere Reise zu den Niagarafällen wird voller Wunder und Entdeckungen sein. Lassen Sie uns jeden Moment zählen lassen und die Erinnerungen, die wir gemeinsam schaffen, schätzen. Lektion 11: Die Entwicklung von Williamsburg. Hey Anna, wusstest du, dass Williamsburg als Hauptstadt von Virginia begann? Hallo John, ja, das ist mir bewusst. In den ersten Jahren war es eine wichtige Kolonialstadt. Das ist richtig. Ein Brand zerstörte jedoch 1699 die Regierungsgebäude. Das muss ein erheblicher Rückschlag für die Entwicklung der Stadt gewesen sein. Das war es in der Tat. Nach dem Brand wurde die Hauptstadt in das nahegelegene Jamestown verlegt. Williamsburg verlor also seinen Status als Hauptstadt, florierte aber weiter, oder? Exakt. Im Laufe der Zeit verwandelte sich Williamsburg in ein bedeutendes Kultur- und Bildungszentrum. Das ist beeindruckend.
Es hat es geschafft, sich neu zu erfinden und sich an neue Umstände anzupassen. Ja, es wurde bekannt für seine einflussreiche Rolle in der amerikanischen Revolution. Ich habe von den historischen Ereignissen gehört, die in dieser Zeit in Williamsburg stattfanden. Viele wichtige Persönlichkeiten, wie Thomas Jefferson und George Washington, wurden mit Williamsburg in Verbindung gebracht. Es ist faszinierend, wie die Geschichte die Identität und das Erbe der Stadt geprägt hat. Absolut. Heute ist Williamsburg ein beliebtes Touristenziel und bietet einen Einblick in die Vergangenheit. Ich wollte schon immer die historischen Stätten und Museen dort besuchen und erkunden. Es ist einen Besuch wert. Sie können in die reiche Geschichte eintauchen und das koloniale Leben erleben. Gibt es bestimmte Sehenswürdigkeiten oder Attraktionen, die du mir empfehlen würdest? Das Colonial Williamsburg Historic Area ist ein Muss. Es ist wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Das klingt unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, durch die erhaltenen Kolonialgebäude zu schlendern. Sie sollten auch das College of William und Mary besuchen, eine der ältesten Universitäten des Landes. Das ist beeindruckend. Ich werde dafür sorgen, dass es in meine Reiseroute aufgenommen wird. Vergessen Sie nicht, die wunderschönen Gärten zu erkunden und den malerischen Charme der Stadt zu genießen. Ich werde mir auf jeden Fall etwas Zeit nehmen, um die natürliche Schönheit und das Ambiente zu genießen. Es wird ein unvergessliches Erlebnis. Williamsburg hat so viel zu bieten. Ich freue mich darauf, in ihre Geschichte einzutauchen und mehr über die Entwicklung der Stadt zu erfahren. Du wirst eine fantastische Zeit haben. Williamsburg ist eine Fundgrube an Geschichten und Wissen. Ich kann es kaum erwarten, diese historische Stadt zu erkunden und meine eigenen Erinnerungen zu kreieren. Genieße deine Zeitreise. Williamsburg wartet auf ihre Entdeckung. Lektion 12: Das Beste aus geschäftigen Zeiten machen. Hey Anna, wusstest du, dass es in geschäftigen Zeiten ein paar Minuten dauern kann? Hallo John, ja, das ist mir bewusst. Es ist gut zu wissen, damit wir entsprechend planen können. Absolut. Können wir irgendetwas tun, um das Beste aus diesen Momenten zu machen? Eine Idee ist, diese Zeit zu nutzen, um etwas Neues zu lernen oder sich einer produktiven Aktivität zu widmen. Das ist ein toller Vorschlag. Das ist eine Gelegenheit, unsere Zeit fruchtbarer zu gestalten. Wir könnten uns pädagogische Podcasts oder Hörbücher anhören, um unser Wissen zu erweitern. Das ist eine hervorragende Möglichkeit, unterwegs zu lernen. Das ist praktisch und effektiv. Wir können diese Zeit auch nutzen, um unsere Sprachkenntnisse zu üben und zu verbessern. Stimmt. Wir könnten uns mit Apps zum Sprachenlernen beschäftigen oder englische Konversationen anhören. Es ist ein praktischer Ansatz, um unsere Sprachkenntnisse in unserem täglichen Leben zu verbessern. Darüber hinaus könnten wir in diesen Momenten Ideen brainstormen oder zukünftige Projekte planen. Das ist eine produktive Nutzung der Zeit. Es ermöglicht uns, organisiert und motiviert zu bleiben. Wir könnten uns auch einen Moment Zeit nehmen, um uns zu entspannen und in geschäftigen Zeiten Achtsamkeit zu üben. Ja, es ist wichtig, das Gleichgewicht zu halten und auf unser Wohlbefinden zu achten. Absolut.
Selbst eine kurze Meditation oder eine tiefe Atemübung können einen Unterschied machen. Es geht darum, kleine Zeiträume zu finden, um unserem persönlichen Wachstum Priorität einzuräumen. Auf diese Weise können wir geschäftige Zeiten in Gelegenheiten zur Selbstverbesserung verwandeln. Es ist eine Änderung der Denkweise, die es uns ermöglicht, das Beste aus jedem Moment herauszuholen. Wir gehen bewusster mit unserer Zeit um und maximieren ihren Wert. Auf jeden Fall. Es ist ermutigend zu wissen, dass wir die Kontrolle darüber haben, wie wir unsere Zeit verbringen. Lassen Sie uns also diese geschäftigen Momente genießen und dafür sorgen, dass sie zu unseren Gunsten wirken. Einverstanden. Gemeinsam können wir Hektik in Produktivität und Wachstum verwandeln. Machen wir das Beste aus jeder Minute und setzen wir unseren Weg zur Selbstverbesserung fort. Absolut. Wir sind auf dem richtigen Weg zu Erfolg und Erfüllung. Also, lasst uns den Tag nutzen und dafür sorgen, dass jeder Moment zählt. Lektion 13: Eine melodische Reise. Hey Anna, wusstest du, dass er bald anfing, Julie Gesangsunterricht zu geben? Hallo John, ja, das ist mir bewusst. Julis Talent blühte schon in jungen Jahren auf. Das ist beeindruckend. Mit 7 Jahren hatte Julie eine angeborene musikalische Fähigkeit. Es muss wunderbar gewesen sein, ihr Wachstum als junge Sängerin mitzuerleben. Absolut. Ihr Engagement und ihre Leidenschaft haben ihren Fortschritt vorangetrieben. Ich kann mir nur vorstellen, welche Freude und Erfüllung sie empfand, als sie ihre Gesangskünste verfeinerte. Es ist bemerkenswert, wie früh Kontakt und Beratung die Talente einer Person prägen können. In der Tat bildet es eine starke Grundlage für zukünftige künstlerische Bemühungen. Julis Gesangsunterricht muss auf ihrer musikalischen Reise eine entscheidende Rolle gespielt haben. Ich bin mir sicher, dass sie ihr das technische Wissen und die Gesangsausbildung gegeben haben, die sie brauchte. Es ist faszinierend, wie richtiger Unterricht natürliche Talente verfeinern und fördern kann. Absolut. Unter Anleitung konnte Julie ihr volles Potenzial entfalten. Ich frage mich, wie sich ihr Gesangsunterricht entwickelt hat, als sie älter wurde. Vielleicht erforschte sie verschiedene Genres und experimentierte mit ihrem Stimmumfang. Das ist eine Möglichkeit. Für Sänger ist es wichtig, ihren einzigartigen Stil zu entdecken und zu finden. Ich bin mir sicher, dass Julis Stimme im Laufe der Jahre gereift und weiterentwickelt wurde. Es wäre interessant zu hören, wie sie sich von einer jungen Sängerin zu einer erfahrenen Performerin entwickelt hat. Ich wette, sie hatte die Gelegenheit, ihr Talent auf verschiedenen Bühnen und Plattformen unter Beweis zu stellen. Ja, vor Publikum aufzutreten hilft Künstlern, Selbstvertrauen und Bühnenpräsenz zu gewinnen. Ich bewundere ihr Engagement für ihr Handwerk. Singen erfordert Disziplin und kontinuierliches Üben. Absolut. Es erfordert Hingabe und Ausdauer, um sich in jeder künstlerischen Tätigkeit auszuzeichnen. Ich frage mich, ob Julie beruflich eine Karriere in der Musik verfolgt hat. Es ist möglich. Ihr außergewöhnliches Talent und ihre Leidenschaft hätten sie auf diesen Weg führen können. Unabhängig von ihrer Berufswahl hoffe ich, dass sie weiterhin Freude am Singen hat. In der Tat sollte die Liebe zur Musik immer im Mittelpunkt ihrer künstlerischen Reise stehen.
Absolut. Es ist die Leidenschaft, die die Seele eines jeden Künstlers antreibt. Ich bin von Julis Geschichte inspiriert. Sie erinnert uns an die Kraft des künstlerischen Ausdrucks. Ja, Musik berührt Herzen und verbindet Menschen aus allen Lebensbereichen. Lasst uns die Schönheit der Musik feiern und unsere eigenen künstlerischen Leidenschaften weiter erforschen. Ich bin bei dir. Lasst uns die Melodien annehmen, die unser Leben bereichern und uns inspirieren. Auf die Symphonie des Lebens und die unendlichen Möglichkeiten, die sie bietet. Lektion 14: Marken und Modelle erkunden. Hallo Anna, hast du dich entschieden, welche Marke und welches Modell du wählen sollst? Hallo John, noch nicht. Ich suche immer noch nach verschiedenen Marken und Modellen. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, alle Optionen zu prüfen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Absolut. Ich möchte sicherstellen, dass ich die beste Lösung für meine Bedürfnisse finde. Sind Sie bei Ihrer Recherche auf Marken gestoßen, die Ihnen auffallen? Ja, es gibt ein paar Marken, die meine Aufmerksamkeit erregt haben. Welche Faktoren berücksichtigen Sie bei der Bewertung der verschiedenen Modelle? Ich schaue mir Funktionen, Leistung, Haltbarkeit und Kundenrezensionen an. Das ist ein umfassender Ansatz. Es ist wichtig, sowohl die Funktionalität als auch die Benutzererfahrung zu berücksichtigen. Ich stimme zu. Ich möchte in ein zuverlässiges Produkt investieren, das meine Erwartungen erfüllt. Es lohnt sich auch, den Kundendienst und die Garantie der Marken zu erkunden. Du hast recht. Es ist beruhigend zu wissen, dass bei Bedarf Support verfügbar ist. Haben Sie die Preise der verschiedenen Modelle verglichen, an denen Sie interessiert sind? Ja, der Preis ist ein weiterer Aspekt, den ich berücksichtige. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Qualität und Erschwinglichkeit zu finden. Absolut. Ich möchte bei der Qualität keine Kompromisse eingehen, aber ich muss auch ein Budget berücksichtigen. Haben Sie Expertenrezensionen gelesen oder Empfehlungen von anderen eingeholt? Ja, ich habe Expertenberichte gelesen und Beiträge von Freunden und Familie eingeholt. Es ist hilfreich, Erkenntnisse aus verschiedenen Quellen zu sammeln, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Ich möchte sicherstellen, dass ich ein umfassendes Verständnis der Produkte habe, die ich in Betracht ziehe. Das ist ein kluger Ansatz. Es wird Ihnen helfen, am Ende eine sichere Entscheidung zu treffen. Ich nehme mir Zeit für den Rechercheprozess, um später kein Bedauern zu erleiden. Geduld ist der Schlüssel, wenn es darum geht, wichtige Kaufentscheidungen zu treffen. Absolut. Ich investiere lieber jetzt Zeit, als eine überstürzte Entscheidung später zu bereuen. Sobald Sie alle Informationen gesammelt haben, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen. Das ist das Ziel. Ich möchte mich mit meiner endgültigen Entscheidung sicher und zufrieden fühlen. Nehmen Sie sich Zeit. Der Forschungsprozess führt Sie zur richtigen Marke und zum richtigen Modell. Danke für die Ermutigung. Ich bin fest entschlossen, die perfekte Passform zu finden. Ich glaube an Ihre Fähigkeit, eine kluge Entscheidung zu treffen. Viel Glück bei Ihrer Recherche.
Lektion 15. Mit Zuversicht buchen. Hey Anna, hast du deine Unterkunft für die Reise gebucht? Hallo John, noch nicht. Ich bin dabei, meine Buchung abzuschließen. Das ist entscheidend. Überprüfen Sie vor der Bestätigung unbedingt die Daten, den Zimmertyp und die Stornierungsbedingungen. Absolut. Ich möchte sicherstellen, dass alle Angaben korrekt sind und meinen Präferenzen entsprechen. Es ist auch eine gute Idee, Bewertungen von früheren Gästen zu lesen, um sich ein Bild vom Gesamterlebnis zu machen. Das habe ich gemacht. Bewertungen geben wertvolle Einblicke in die Qualität der Unterkunft. Achten Sie auch auf den Standort. Stellen Sie sicher, dass es für Ihre Reisepläne geeignet ist. Der Standort ist mir wichtig. Ich möchte in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Transportmöglichkeiten sein. Haben Sie die Preise auf verschiedenen Buchungsplattformen verglichen, um das beste Angebot zu finden? Ja, ich erkunde verschiedene Plattformen, um wettbewerbsfähige Preise und Rabatte zu finden. Denken Sie daran, dass es wichtig ist, über zuverlässige und vertrauenswürdige Websites zu buchen. Ich bin vorsichtig und ziehe nur seriöse Buchungsplattformen in Betracht. Wenn Sie eine geeignete Option gefunden haben, prüfen Sie, ob zusätzliche Gebühren oder Entgelte anfallen. Das ist ein gutes Argument. Ich möchte mir aller versteckten Kosten bewusst sein, bevor ich eine Entscheidung treffe. Lesen Sie vor der Bestätigung die Stornierungsbedingungen, um die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu verstehen. Ich nehme mir die Zeit, die Stornierungsbedingungen durchzulesen, um Überraschungen zu vermeiden. Es ist besser, gut informiert zu sein, um spätere Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Einverstanden. Ich möchte ein stressfreies Buchungserlebnis haben. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie nicht, sich an den Anbieter der Unterkunft zu wenden. Ich werde sicherstellen, dass alle Zweifel geklärt werden, die ich möglicherweise habe, bevor ich die Buchung abschließe. Sobald Sie mit Ihrer Wahl zufrieden sind, können Sie die Reservierung vornehmen. Ich freue mich darauf, meine Unterkunft zu sichern und mit den Reiseplänen fortzufahren. Denken Sie daran, die Buchungsbestätigung als Referenz aufzuzeichnen. Ja, ich speichere die Bestätigungsdetails, damit sie während der Reise leicht abgerufen werden können. Jetzt, wo Sie gut vorbereitet sind, können Sie mit Zuversicht buchen und Ihren Aufenthalt genießen. Ich danke dir. Ihre Beratung war während des gesamten Prozesses sehr wert. Lektion 15. Mit Zuversicht buchen. Hey Anna, hast du deine Unterkunft für die Reise gebucht? Hallo John, noch nicht. Ich bin dabei, meine Buchung abzuschließen. Das ist entscheidend. Überprüfen Sie vor der Bestätigung unbedingt die Daten, den Zimmertyp und die Stornierungsbedingungen. Absolut. Ich möchte sicherstellen, dass alle Angaben korrekt sind und meinen Präferenzen entsprechen. Es ist auch eine gute Idee, Bewertungen von früheren Gästen zu lesen, um sich ein Bild vom Gesamterlebnis zu machen. Das habe ich gemacht. Bewertungen geben wertvolle Einblicke in die Qualität der Unterkunft. Achten Sie auch auf den Standort. Stellen Sie sicher, dass es für Ihre Reisepläne geeignet ist.
Der Standort ist mir wichtig. Ich möchte in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Transportmöglichkeiten sein. Haben Sie die Preise auf verschiedenen Buchungsplattformen verglichen, um das beste Angebot zu finden? Ja, ich erkunde verschiedene Plattformen, um wettbewerbsfähige Preise und Rabatte zu finden. Denken Sie daran, dass es wichtig ist, über zuverlässige und vertrauenswürdige Websites zu buchen. Ich bin vorsichtig und ziehe nur seriöse Buchungsplattformen in Betracht. Wenn Sie eine geeignete Option gefunden haben, prüfen Sie, ob zusätzliche Gebühren oder Entgelte anfallen. Das ist ein gutes Argument. Ich möchte mir aller versteckten Kosten bewusst sein, bevor ich eine Entscheidung treffe. Lesen Sie vor der Bestätigung die Stornierungsbedingungen, um die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu verstehen. Ich nehme mir die Zeit, die Stornierungsbedingungen durchzulesen, um Überraschungen zu vermeiden. Es ist besser, gut informiert zu sein, um spätere Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Einverstanden. Ich möchte ein stressfreies Buchungserlebnis haben. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie nicht, sich an den Anbieter der Unterkunft zu wenden. Ich werde sicherstellen, dass alle Zweifel geklärt werden, die ich möglicherweise habe, bevor ich die Buchung abschließe. Sobald Sie mit Ihrer Wahl zufrieden sind, können Sie die Reservierung vornehmen. Ich freue mich darauf, meine Unterkunft zu sichern und mit den Reiseplänen fortzufahren. Denken Sie daran, die Buchungsbestätigung als Referenz aufzuzeichnen. Ja, ich speichere die Bestätigungsdetails, damit sie während der Reise leicht abgerufen werden können. Jetzt, wo Sie gut vorbereitet sind, können Sie mit Zuversicht buchen und Ihren Aufenthalt genießen.